In Sachen Pool geht es jetzt insofern weiter, dass wir hier, ich habe jetzt hier bei diesem, also Klotz heißt diese Firma, geile Sache. Ich würde auch meinen Namen Klotz nennen. Auch wenn ich kein Klotz bin, wäre ich gerne. Ich habe mir da jetzt hier einen Kabel-Adapter geholt, den ich gerade wollte. Den finde ich nicht. Habe ich den überhaupt mitgenommen? Hier. Das ist ein Anschlussstück, das kommt hier rein. Das Ganze, ich habe nachgefragt, darf man nicht mit Hanf und Thermit abdichten, das soll man mit Teflon abdichten. Deswegen werde ich das halt auch diesmal tun und es mit Teflon abdichten, auch wenn ich gar kein Fan von Teflon bin, aber hier ist es wohl der Way to go. Deswegen wird das hier als allererstes mal hier reingeschraubt. Ach, guck, ich hasse es einfach. Es ist einfach übel. Das kann keiner mögen. Von dieser Firma Klotz werde ich auch wahrscheinlich jetzt eine Poolfolie holen. Das habe ich glaube ich schon erzählt. Und eben noch die zugehörige Pumpe, weil die einfach bei denen im Angebot ist. Und es gibt 10% Abholrabatt. Und dann werde ich das auch auf jeden Fall da holen. 1 Kilometer Teflon später habe ich das hier auch drauf. Es ist einfach immer so eine Verarsche bei Teflon. Das slidet so da rein. Das ist total unangenehm. Es fühlt sich einfach nie so an, als würde es dicht sein. Aber es ist auf jeden Fall dicht. Ich habe jetzt noch mal mehr Teflon drauf gemacht über eine neue Schicht und jetzt geht es auch fester. Das ist mir hier so lieber. So, das ist jetzt dicht. Das ist dicht, ne? Ja. Für immer. Hier haben wir jetzt eine neue Problematik, weil als ich bei diesem Klotz war, hat der mir auch gesagt, also hier unten sind 2 Anschlüsse, einmal ein größerer und ein kleinerer. Und der kleinere war angeschlossen, weil der größere hier unten in der Wand eingelassen war. Jetzt meinte die Frau da, das macht ja gar keinen Sinn, weil erstens der Skimmer ist am weiten Ende von der Pumpe, das ist schon mal richtig schlecht. Also drücken ist für eine Pumpe immer kein Problem, ziehen schon. Und dadurch, dass wir eben einen weiten Weg zum Skimmer haben und nicht den Skimmer auf der anderen Seite haben, meinte sie, ich soll auf jeden Fall auf das große Loch gehen, auf den großen Querschnitt. Das macht mir auf jeden Fall auch Sinn. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt hier schon diesen Adapter zum Kleben drauf gemacht. Das Problem ist jetzt natürlich, dass wir das jetzt hier nicht mehr einsetzen können, weil unser Rohr ja jetzt da drauf sitzt. Dementsprechend müssen wir jetzt hier unten auch alles freistemmen, dass wir dann da mit einem 90-Grad-Bogen drauf gehen können. Und ja, ich denke, das wird der Luke mit euch machen nachher. Und ich muss auf jeden Fall noch mehr Bögen holen. Weil ich habe nur einen 90-Grad-Bogen und mit einem 90-Grad-Bogen kommen wir da halt natürlich nicht so gut hin, ne? Schön. Wenn du erst mit der Flex einen Rand wegschneidest, so habe ich das andere auch gemacht. Und dann da wegstemmst, geht es eigentlich ganz gut. Was ich auf jeden Fall geholt habe, ist dieses Ding und das hier ist total smart, weil das ermöglicht uns, die Sachen nach... Ach nein, das ist ja zum Stecken. Ah ne, da ist eine Dichtung. Okay, das geht. Also wir können das hier auf jeden Fall auf das Rohr, was hier schon im Boden ist, draufkleben. Und dann können wir das andere Ende an den Skimmer dran kleben. Und dann kann man den Skimmer festkleben und es danach erst verschrauben. Ich hatte nämlich die Angst, dass wir das alles zusammenkleben müssen und dann irgendwie den Fliesenkleber, um das einzukleben, dahin schieben müssen. Aber die Variante hier ist natürlich wesentlich entspannter. Und man kann immer noch mal den Skimmer rausnehmen, wenn man es machen muss. Also nee, eigentlich nicht, weil er festgeklebt ist, aber ja, so der Plan. Schneid das jetzt einfach rechts, links ein und stemm's von oben runter. Ich glaube, das ist das Angenehmste. So. Oh. Ja, ich habe es gerade ausgerichtet. Jetzt hat sich wieder zurück verschoben. Da, perfekt in Waage. Ordentlich einen weggestemmt hier mit dem großen Johnny. Alles für den Verein, wa? Ich habe jetzt hier gerade diese Löcher wieder zugespachtelt, die der Benny hier reingestemmt hatte. Müssen wir auf der anderen Seite auch nochmal schnell aufbuddeln, damit wir von außen auch nochmal schnell Fliesenkleber drum schmieren können, dass es auf jeden Fall wieder dicht ist. Ich habe hier so einen Plug reingemacht, so einen Buttplug. Und jetzt spachtel ich hier direkt die Leitung ein, damit wir den ganzen Keil rausnehmen können. Weil es soll mal eine Nacht nicht frieren und das ist halt schon mal ziemlich geil. Vielleicht kriege ich mir irgendwie noch mal ausgetreten, dass mal eben schnell auf der Baustelle nicht gut ist. Ich spreche da aus Erfahrung. Ja, das muss auf jeden Fall dicht sein. Ich meine, wenn wir jetzt hier wirklich die Folie reinmachen, dann ist das ja sowieso dicht. Fliesenkleber habe ich alles reingequetscht. Alles, was jetzt übersteht, schleifen wir einfach weg. Die Keile kriegen wir hoffentlich am Ende noch mal raus. Das war so ein bisschen umständlich hier, weil ich ja von hier oben so ein bisschen das machen musste. Weil ich keinen Bock habe, mich in den Ring zu stellen. Der Hund ist traurig, weil das Härchen nicht da ist. Jetzt willst du mich doch verarschen, oder? So ein großer Hund, hast du Bock auf ein Blatt? Verrückt. Ich bohre da jetzt gleich noch 2 Löcher zur Pumpe und ja, papalapap. Ich muss ja noch was anderes hier machen im Pool. Schmier mir den Fliesenkleber in die Haare. Und zwar muss ich noch mal eben hier unten. Diese Kante muss weg. Wir brauchen nämlich eine scharfe Kante, weil da ja eine Folie hin muss. Ich hoffe, dass ich das jetzt so hinbekomme.
Ich glaube, das ist einfacher, wenn ich mal eben mit der Flex einmal oben schneide, unten schneide. Ich glaube, damit bin ich schneller. Geht mir der Flex genauso beschissen. Ich stemme das einfach. Zwar lege ich quasi nur die Spitze auf und mache dann einmal so und einmal so. Und dann kommt eine ganz schöne Kante zustande. So wie hier zum Beispiel. Ja, das heißt, schön ist relativ, ne? Aber es reicht. Ich hatte euch ja schon erzählt, dass die Folie jetzt für uns interessant geworden ist, einfach wegen des Preises und wegen der Machbarkeit von dem Ganzen. Der Randbereich dieser Folie kann aber maximal 1,50 Meter hoch sein, weil die das nur als 1,50 Meter Rolle bekommen und die schweißen das ja zusammen. Also die schweißen ja aus verschiedenen Bahnen quasi dann diese Folie zusammen. Dadurch, dass wir so einen mega unebenen Rand haben, haben wir jetzt einfach mal den Laser hier aufgestellt. Den seht ihr ja wahrscheinlich auch hier auf mir. Und nehmen den höchsten Punkt an, den wir hier haben und werden jetzt mit Schalbrettern den kompletten Rand einmal einschalen. Vorher alles, was lose ist, runterstemmen, dann grundieren und dann darauf eine Nivellierschicht machen. Das heißt, wir werden unsere Latten alle auf die Höhe bringen, dass wir mit unserem Laser bündig sind. Dann haben wir eine schöne gerade Oberkante, wo wir dann unsere Leisten, wo dann die Folie eingehängt wird, drauf dübeln können. Der Plan, richtig, Luke? So der Plan. Und damit wir nicht ganz so viel auffüllen müssen, da hinten ist so ein richtig hoher Punkt. Den holen wir jetzt ein bisschen runter, damit wir dann einen neuen Hochpunkt haben. Bevor wir das Ganze hier grundieren können, müssen wir hier noch diese alte Schicht, die hier drauf ist, abmachen. Und die ist nicht sehr stabil, also kann man teilweise so abmachen, wie ihr seht. Aber ich nehme trotzdem die Stemmmaschine mit dem breiten Meißel einfach, weil es einfacher ist. Einige Sachen gehen nicht gar nicht runter. Ja, wenn sie nicht weggehen, ist ja auch okay. Ja, ist ja alles weggenommen. Ja, alles, was nicht im nagelfest war. Wir müssen halt eine ordentliche Verbindung mit der Nivelliermasse haben. Das setzt es halt auch wieder genauso ab. Wir haben hier einen besonders hohen Punkt, der äußerst unangenehm ist, weil das alles bedeutet, dass jeder Millimeter, den wir hier überall auffüllen müssen, ist halt irgendwie, keine Ahnung, ein halber Sack. Und ein halber Sack kostet halt 15 Euro. Deswegen nehmen wir jetzt hier den höchsten Punkt auch noch weg. Und dann schauen wir mal, was wird. Also ich habe mich gerade gefragt, warum einige Stellen gut und schlecht gehen. Und hat mir der liebe Joel einen sehr guten Tipp von sich gegeben, und zwar wegen des Chlors. Wir haben ja jetzt hier unseren Kreuzlinienlaser mal wieder von Devo aufgestellt. Den Link dafür findet ihr in der Videobeschreibung. Wir haben hier zum Beispiel mal so 1,7 Zentimeter meine ich natürlich. Und hier drüben haben wir jetzt einfach mal 0. Also hier jetzt haben wir 6. Hier haben wir 2 und irgendwo hier, wo der Pfeil ist, war der höchste Punkt. Ich glaube hier. Jetzt bin ich hier einmal rund umgelaufen. Hier ist 1 cm, hier ist wieder weniger. Also jetzt wisst ihr auch, warum ich den Laser hier aufgebaut habe. Weil jetzt weiß ich, was gerade ist. Guck mal, hier haben wir fast 3 cm. Also, als nächstes müssen wir den Rand sauber machen, von Staub befreien. Dann können wir den ganzen Rand grundieren. Und wenn der Rand grundiert ist, dann können wir unsere Schalung da drumherum basteln. Es wird nochmal ganz interessant, was wir hier bei sowas machen. Ich meine, hier können wir ja schön links und rechts daneben gehen. Aber hier bei den Paletten, die das Dach halten, da ist es natürlich wieder ein bisschen schwieriger, weil wir ja hier irgendwie unsere Ränder auffüllen müssen und ihr seht, wie viel hier rein muss. Also die Linie ist schon ein gutes Stück hoch. Das heißt, wir müssen hier irgendwie zwischendrin auch auffüllen. Vielleicht stellen wir einfach das Brett hier drauf, dann haben wir hier halt eine kleine Kerbe und machen das dann später. Außerdem können wir heute die Lampen einspachteln. Das ist jetzt hier richtig gut getrocknet. Das hier müssen wir natürlich noch auffüllen. Wieder recht dünnen Fliesenkleber anrühren. Das machen wir aber dann direkt, wenn wir die Lampen hier einkleben. Und der Hund, der ist der ärmste Hund der Welt. Der wird nämlich hier im Regen ganz betröppelt und guckt auch ganz betröppelt und keiner spielt mit ihm. Vor allem nicht der Luke. So, das mit den Europaletten, dass die hier stehen, ist natürlich ein Stück ungünstig. Deswegen habe ich jetzt einfach ein dünnes Brett davor genagelt und habe einfach schön eine Nahtschaum lang gezogen. Und jetzt fließt da nichts mehr weg. Keine 2 Säcke, die uns verloren gehen, laut Joel. Und auch keine 70 Euro, die uns durchs Portemonnaie rasen. Erzähl mal noch schnell, warum ich das sage. Ja, weil wir kleine Meinungsverschiedenheit haben. Ich habe gesagt, das funktioniert so, wie ich es vorher machen wollte. Wegen meiner Erfahrungswerte von den Fliesenlegern, die bei uns... Ja, ich habe das 3 Jahre nicht anders gemacht. Okay. Ja, aber wir damals in der Tischlerei, wenn wir Boden oder Genau das, was ein Tischler macht. Livinier. Wie heißt das? Livinier? Nivelliermasse verlegt haben. Dann. Wir haben das immer alles mit Schaum gemacht. Wir haben auch immer die Rohre mit Schaum gemacht und alles mit Schaum ausgefüllt. Und bei uns ist nie irgendwas durchgelaufen. Ja, und jetzt wollte ich das einfach quasi den Hohlraum hier ausschäumen und also in meiner Vorstellung hätte das funktioniert. Beim Joel hätte es nicht funktioniert. Unser Lieblingszeug, Schlagdübel. Schlagdübel, Meinungsverstärker und dann einfach rein. Zack. Aber es sieht immer noch schief aus irgendwie. Ja.
Nee, ist sehr, sehr gerade. Wir haben jetzt die Oberkante vom Laser genommen. Ich stehe voll in der Sonne. Ja, das ist scheiße hier. Ich will auch von unten überall Dings reinmachen. So. Ja gut, das war ja aber klar. Da wir ja eine ungleichmäßige Fläche vom Pool haben und das Holz ja relativ gerade ist, bekommen wir keine abschließende Kante unten. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt unsere Nivelliermasse durchrinnt, ist selbsterklärend. Deswegen schäumen wir unten gleich nochmal eben einen lang. Normalerweise macht man das auch mit Silikon, aber das ist halt scheiße, dann wieder vom Pool abzubekommen. Nächstes Brett. Uiuiui, hier müssen wir auch weit runter. Alter. Hallo! Hallo! Hallo, hallo. Was passiert hier denn? Eine Schalung. Was machst du da gerade? So, hier haben wir jetzt das witzige Problem, dass wir die anderen Dachlatten ja noch irgendwie abdichten müssen. Sonst fließt ja unsere Ausgleichsmasse da durch. Genau. Jetzt habe ich keinen Bock, mich da unten runter zu quälen, mich auf den Boden zu legen und das durchzuschäumen. Weil von hier oben haben wir dann eine Fuge. Hier in der Ecke hätten wir was wegstellen sollen. Der Schaum dient uns jetzt als Abdichtung. Wir legen jetzt die Dachschalung einfach ran, die Dachlatte, legen die Dachlatte einfach gegen den Schaum, bündig mit unserem Laser. Der quillt auf und dichtet und automatisch die Fläche unten ab, beziehungsweise die ungerade Wand. Okay, los Und geht's. so läuft uns die Ausgleichsmasse nicht davon. Bin sehr, sehr gut. Könnte sein, dass es sogar funktioniert. Könnte nicht sein, das funktioniert auch. Und nicht an Schrauben oder Dübel oder was auch immer sparen. Weil Schaum ist ja bekannt dafür, dass es aufquillt, also genau unser Ziel, was wir haben wollen. Und nicht, dass uns das Brett dann wegdrückt. Das bringt gar nichts hier mit dem Schaum. Gib her. Wir haben den einfach komplett platt gedrückt. Ja, aber der quillt ja auch. Da quillt gar nichts mehr. Muss mal gucken. Guck mal da rein. Ja, das ist top. Guck mal bei mir. Da ist einfach gar nichts an Schaum. Oh. Also ich habe auf jeden Fall zu wenig Schaum genommen. Da unten kann man jetzt durchschauen. Also es ist auf jeden Fall ein klares Indiz dafür, dass wir da zu wenig Schaum genommen haben. Also spart nicht dran, sondern nimmt genug. Aber das ist ja jetzt weniger das Problem. Von innen können wir ja immer nachschäumen. Ätzend ist jetzt natürlich, dass wir den Schaum wieder abmachen müssen, wenn wir die Dachlatten wieder entfernen Das ist wollen. ja nicht so schlimm, weil dann kommt einfach Vlies drüber und dann Folie drauf und dann ist gut. Eben. Wenn ihr da jetzt Fliesen oder, Guck mal die Säge bitte. wenn ihr da jetzt Fliesen oder so drauf machen würdet, dann wäre es wieder was ganz anderes. Aber da der Schaum da wahrscheinlich nicht ganz so schlimm drauf hilft, fällt mir ein Ei aus der Hose. Ich esse so lange einfach mal einen Spekulatius hier, ne? Wo sind die Schrauben? Auch da. Hältst du fest? Ja, das sind die falschen Schrauben. Ja, das ist der Rest. Nein. Wo steht denn noch? Den habe ich nicht gesehen. Also, Meine Fresse, Augen ist das auf cool. bei der Mitarbeiterwahl. Wir sind mit der Dachschalung fast fertig. Jetzt fehlen hier noch 2 Bretters. Jetzt habe ich wieder so den Faden verloren. Hier überall dran, Schaum unten habe ich jetzt einfach wie so eine Silikonnaht unten lang gezogen. Da wo sich die Bretter quasi stoßen, da habe ich auch erstmal innen drin eine Schaumnaht gezogen und außen quasi auch. Jetzt fehlt uns hier nur noch diese Ausschalung, beziehungsweise Aussparung, sorry, mit diesem komischen Teil, was auch immer das ist. Irgendwas Poolmäßiges. Das wollen wir natürlich jetzt möglichst genau abschneiden, dass wir da jetzt keine allzu große Fuge haben. Am besten ist es, wenn es quasi drin liegt und es rausfällt. Bei mir hat es nicht funktioniert. Das hier ist fertig. Das muss von außen gleich nochmal eben schäumen. Da wir hier grundieren wollen, saugen wir das auf jeden Fall mal eben alles durch. So, Ausgleichsmasse habe ich angemischt. Ausgleichsmasse? Ausgleichsmasse. Das ist doch keine Ausgleichsmasse. Die Grundierung habe ich angemischt. 1:1 Verhältnis mit Wasser. Ich habe das jetzt mal Auge gemacht, ne? Wie tragen wir das auf? Eigentlich ganz simpel. Wie heißt der Pinsel? Quast. Den war? Quast? Quast. Quast. Ich nehme jetzt unseren Quast, pump den hier in unsere Ausgleichsmasse und dann quasi wie Farbe. Ja gut, das ist, zieht ganz schön doll ein. Genau, und schön auch dann unten bei uns in die Fugen rein. Ausgleichsmasse ist fertig. Die Grundierung, Mann! Also wir sehen jetzt auf jeden Fall, wo es alles ist und wo halt sich noch ein paar Pfützen bilden. Zum Beispiel hier. Hier sind noch einige Pfützen.
oder da, weil das kannst du ja natürlich nicht immer hundertprozentig beeinflussen. Jetzt gehe ich nochmal eben mit dem Pinsel, wie auch immer das Ding heißt, die nochmal eben. Also, ja, die Nivelliermasse ist so gar nicht trocken geworden. Es regnet die ganze Zeit hier irgendwie so ein bisschen rein. Vor allem hier hinten ist das offen. Jo, alles klar. Es windet richtig, es pisst den ganzen Tag wie aus Eimern. Also hier haben wir hinten so ein bisschen die Abdeckung gehabt. Guck mal, da ist hier schon das jetzt wieder reingeweht und es wird alles irgendwie nicht richtig trocken und das nervt extrem. Und ihr hört das wahrscheinlich auch an den Wind. Jo, alles klar. Es pustet uns hier überall hin. Es nervt extrem. Was aber gar nicht so verkehrt war. Ich habe ja relativ viel Nivelliermasse zwischen die Dachschalung und der Mauer reingekippt. Einfach damit da noch mehr Halt ist. Und jetzt haben wir gesehen, dass unten zwischen dem Schaum noch die Nivelliermasse ausgetreten ist. Also da unten sieht man es links neben dem Besen, da rechts. Da habe ich jetzt nochmal ordentlich einen nachgeschäumt und wir hoffen, dass die ganze Zeit Nivelliermasse ist. Ich bin behindert, die Grundierung. Wir schmeißen unseren Plan über Bord. Wir kleben jetzt hier nur die Lampen eben ein, weil das der letzte Tag irgendwie die Woche ist, wo halbwegs 5 Grad sind. Hier haben wir jetzt unser Loch. Da muss das hier rein. Ich hatte ja die eigentlich gekauft mit dem Gedanken, dass das eingespachtelt wird. Aber dadurch, dass wir uns ja jetzt doch für eine Folie entschieden haben, muss ich das ganze Ding doch nicht bündig bis hier, sondern nur bündig bis zu dem Gummirand einlassen. Das heißt, unser Loch ist jetzt eigentlich ein bisschen zu tief. Alter, der Wind ballert ja ordentlich. Kannst du da oben mal jetzt Panzertape stellen, erneuern. Also zunächst müssen wir dieses Kabel, was wir hier in die Erde gelegt haben, das muss hier durch und muss abgedichtet sein, weil dieser Topf wird ja mit Wasser geflutet sein. Das heißt, das muss auch dicht sein, weil dieser Topf wird ja hier mit dieser Gummilippe, wird er zu der Folie hin abgedichtet und dann kommt da Wasser rein. Und dazu wird eben hier dieses Gummidichtungsset mitgeliefert. Und dazu wird das hier einfach drauf geschoben. So. Und dann wird das hier hinterher geschoben. So, und in dem Moment, wo man das hier anzieht, wird das hier dann reingequetscht und halt abgedichtet. Also wird das hier hochgeschoben. So, da müssen wir jetzt mal ein bisschen gucken, wie das ist. Dann müssen wir dieses Kabel noch da hinten mit rein tun. Da oben muss noch eine Ecke weggestemmt werden, innen drin für das Kabel. Wobei, wenn ich das hier weiter reinschraube, oder überhaupt reinschraube, ich hätte das natürlich auch erst reinkleben können und dann erst das Kabel kleben. Ah, das in der Kabel brauche ich schon noch. Ich nehme jetzt die Armaturenzange. Oh, ich habe da genau Stahl. Ja? Oder? Das geht ja gar nicht. Doch, das so dauert hart. nur. Ja. Ist halt alter Beton. Da gehe ich jetzt auch mit der Armaturenzange dran, schraube das wieder da rein. Theoretisch könnt ihr das auch von hinten reinschrauben, aber dann kommt ihr halt nie wieder dran. Und wenn es jetzt aus irgendeinem Grund undicht sein sollte, wäre es halt cool, wenn ich da nochmal dran komme. Hier sind ja 2 Gummidichtungen. Eine davon kommt natürlich hinter die Folie, also eine bleibt quasi hier drauf und die andere kommt dann vor die Folie. Also dieses Maß hier, was wir jetzt hier haben, das können wir bündig mit der Wand setzen. Weil dann kommt die Folie da drauf, wird hier eingeklemmt und das passt dann. Ich habe jetzt hier meinen Fliesenkleber angemischt. Butament Rocket. Den werde ich jetzt hier innen überall reinschmieren. Dann auch meine Lampe schön damit einschmieren. Und dann werde ich dieses ganze Konstrukt dann da reinpressen und mit kleinen Holzkeilen wieder, die ich auch hier für das Rohr benutzt hatte, werde ich es festklemmen. Da fehlt mir jetzt noch die Wasserwaage, die hole ich mir gleich. Aber erstmal fange ich jetzt an, das da drinnen alles voll zu schmieren. Hinten war ja auch dieses Loch drin, was der Benny da reingemacht hatte. Das hatten wir die Tage nochmal zugespachtelt, auch mit dem Rocket-Kleber hier. Also der eignet sich dafür wirklich optimal, der ist richtig gut. Und da kann ja auch wirklich richtig Masse rein hier. Sollte auf jeden Fall alles vernetzt sein dann und voll mit Kleber. Wenn ich es jetzt so reinschieben würde, würde es schon gar nicht schlecht aussehen. Jetzt mache ich natürlich hier auf meinen Topf, mache ich drumherum auch nochmal Kleber, damit auch wirklich alles gut eingefasst ist. Wichtig ist nur, dass wir hier unsere Kinder, dass wir die nicht versauen. Die Mutter hier hinten hatte ich jetzt bei der Lampe auch schon wieder angezogen. Also ihr macht euch quasi auf beide Seiten eine Kontaktschicht, wie bei einer Fliese. Nur hier halt bei einer Poollampe. Dieser Rocket Kleber, der ist auch echt ganz geil. Der klebt auch, ihr seht, das hält auch hier an dem Plastik ganz gut. Sieht ein bisschen aus wie so ein Kuchenteig oder Plätzchenteig. Da wird jetzt natürlich einiges rausquillen, aber das ist in Ordnung. Da oben fehlt mir jetzt noch ein bisschen was. Okay, das drückt sich aber, Alter, das drückt sich ja geil hin. Not bad. Nein! Gerade so gerettet. Da oben werde ich mir, glaube ich, nochmal das dünner anrühren und dann da oben reinschieben. Wichtig ist jetzt, das Ganze hier ein bisschen reinzujuckeln so. Das sieht richtig gut aus hier. Jetzt habe ich hier meinen Laser, ich weiß nicht, ob ihr die Linie seht, aber wahrscheinlich schon.
Eine Seite bringt halt nichts hiervon. Beide Seiten einklemmen. So, jetzt liege ich hier überall ziemlich bündig. Direkt zuschmieren hier. Das gleiche mache ich jetzt natürlich noch mit dieser Seite hier. Wenn das Kabel nicht rumfliegt, klebe ich das jetzt auch wieder hier fest. Und jetzt beginnt wieder das große Schmieren. So, das ist jetzt hier drin. Sieht auch recht schön aus. Hier die Keile nochmal, um es in Position zu halten. Hier bin ich jetzt ganz leicht unter dem Laser. Und da drüben bin ich auch ganz leicht unter dem Laser. Also es passt ganz gut. Stimmt's da, Bossi? So, jetzt muss ich das ganze Gedöns hier noch wegräumen. Und wir sind ja gerade drinnen auch am Fliesenlegen parallel. Das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht, aber wir haben gerade neulich hier angefangen mit dem Wintergarten. Deswegen werden wir jetzt direkt den Kleber noch nutzen und drinnen noch mehr Fliesen legen. Luke hat übrigens gerade, während ich hier das mit den Dingern gemacht habe, hat er hier überall noch Wände dran gebaut. Außer hier und hier ist jetzt alles zu. Ist auch wichtig, damit wir drinnen weitermachen können, weil wir brauchen hier eine höhere Temperatur. Einmal, damit die Nivelliermasse dann auch gut trocknet. Außerdem regnet es jetzt dauernd auf die Grundierung drauf. Das ist natürlich auch kacke. Deswegen machen wir das jetzt alles dicht und dann geht es damit weiter. Ich habe hier am Samstag mit einem Freund zusammen schon mal einmal die Nivelliermasse hier im Kreis gegossen. Und es ist aber nicht ganz hoch genug geworden. Wir hatten nur 5 Sack und es ist uns auch leider einiges abgelaufen, was ihr da auch seht. Also das mit dem Bauschaum, das hat nicht so gut funktioniert, wie ich dachte. Wir haben da mal super viel hinterher gebadert. Und deswegen macht der Luke jetzt nochmal einen Sack und kippt das dann vorsichtig hier oben einmal am ganzen Rand rein. An sich hat es schon gut funktioniert, aber an manchen Stellen sind wir halt nicht hoch genug. Also müssen wir da noch höher. Der Tag der Tage. Ich habe gestern hier die restliche Ausgleichsmasse gegossen. Und jetzt mache ich mich ran, die Schalung von innen abzumachen, da wir von außen da noch schön die Plane gegenspannen können. Weil wir hier drin ja auf jeden Fall noch Temperatur brauchen, um die Plane, um die Folie hier in den Pool zu kleben. Deswegen bauen wir uns so ein kleines Zelt. Die mache ich jetzt ab. Probieren mal eben live, wie das funktioniert. Also, eigentlich weiß ich das. Da habe ich jetzt nicht gerechnet, muss ich sagen. Und der Hund ist auch dabei. Hallo Barbosse, hä? Wie hast du geschlafen? Alter, geil, wir haben die Dübel direkt mit rausgezogen. Hier? Alter, wie geil. Das ist ja mal richtig Nummer. So sieht das Ganze jetzt aus. Das ist natürlich ein bisschen scheiße hier, dass es jetzt hier angefangen hat zu bröckeln. Den Schaum, den können wir einfach so abziehen. Ja, das sieht auch an sich gar nicht mal so verkehrt aus. Da sieht man wirklich schön, dass das auch wirklich hier runtergelaufen ist. Das hätte eigentlich nicht so sein sollen. Aber naja, also schön wäre es wirklich gewesen, wenn wir oben an die Kante Kompriband geklebt hätten. Das hätte dann gegen die Dachlatte gequillt. Dann wäre aufgegangen und dann hätten wir nicht so einen riesen Scheiß hier, dass es runterläuft oder der Schaum gibt nach. Guck, wo ist so ein Hämmerchen? Geht das los hier. Aber die Nivelliermasse ist an sich echt... Nivelliermasse. Wie so ein hart betrunkener Magger, ey. Die ist an sich ganz cool geworden. So, das mit dem Schaum entfernen geht ganz gut. Ab und zu sind hier zum Beispiel so ein paar Stellen von dem Zeug hier abgebrochen. Naja, auf jeden Fall, wenn wir den Skimmer, ich hoffe, heute einbauen, dann bessere ich hier direkt nochmal eben die Stellen aus. Also ich kratze jetzt überall den Schaum nochmal eben ab. Das geht eigentlich relativ gut. Das muss ja nicht. So alles, was nicht bündig ist. Hier, das zum Beispiel. Ganz einfach einen Spachtel nehmen. Der muss auch nicht besonders scharf sein. Dann kratzt man da einfach mal so ein bisschen entlang. Hier gehe ich nachher mit der Fräse noch einmal lang. Fräse hier. Schleife hier nochmal eben diese groben Sachen weg. Und vor allem auch solche Geschichten. Die dürfen natürlich auch nicht sein. Das ist natürlich jetzt alles andere als sexy hier. Schön mit weggebrochen. Da kommt dann wieder Fliesenkleber bündig rauf und dann ist gut. Jetzt geht's ans Schleifen. Ich hole mir jetzt den Staubsauger, den Zyklon und alles hier rein. Und dann geht das Reh ab hier. Hier, Fräse, leuchtet schön grün. Ready für den Einsatz. Und jetzt geht es los. Jetzt holen wir nur einen Gehörschutz und dann Attacke Bonanza. Das Ding, richtig geil. Hier fliegt nämlich alles ins Gesicht. Ja, da bringt die Schutzbrille auch relativ wenig, weil es halt alles überall ins Gesicht fliegt. Ja, das mit dem Schleifen geht ganz gut. Sau anstrengend. Ich mache hier einen Zeitraffer und dann seht ihr mich da rumknien und rumhechteln. So, die Wände sind größtenteils geschafft. Jetzt fehlen nur noch die Ecken. Dafür muss ich die Fräse quasi umbauen, also oben diese Abdeckung abmachen. Und dann gehe ich nochmal durch die Ecken. Ich mache mal eben den Boden sauber, dass ich sehe, wo überall die Ausgleichsmasse rausgelaufen ist. Genau, die müssen auch weggefräst werden. Der Schaum ist überall rausgekratzt. Das muss nicht 1000%ig rausgekratzt sein. Hauptsache so, dass wir,
wenn wir da jetzt Fliesenkleber reinkleben sollten, dass kein Schaum rauskommt oder der Schaum womöglich dann durchdrückt. Geht da ruhig mit ein bisschen Kraft ran, dann seht ihr auch, welche Stellen locker sind und welche halt gut fest sind. Ich habe jetzt hier eine Stelle gefunden. Das gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Aber da Fliesen und alles rüberkommt. Seht ihr das, wie sich das ganze Teil bewegt? Scheiße. Okay, vielleicht war es besser, dass ich das gemacht habe. Das habe ich eben schon gemerkt beim Langkratzen. Ja, mal schauen, wie ich das gleich wieder festklebe. Oh, das ist ja richtig behindert, ey. Nun kommt der Fliesenkleber. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Ich nehme jetzt hier einfach so ein Stück. Schmiere das hier erstmal rein. Schön reindrücken. Ganz wichtig. Glatt ziehen können wir danach noch. Hauptsache ist da erstmal massig drin. So, dass das schön rausquillt. Da ist mir schon das erste eben runtergefallen. Gleich im Anschluss machen wir mal eben hier unser Debakel. Ich habe das mit dem Joel eben noch durchgequasselt. Und zwar sind wir beide der Meinung, dass es besser so ist, als am Ende, als wenn es locker ist. Also das habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Dass ich eigentlich relativ froh darüber bin, dass das rausgeplatzt ist. Ja, dass ich das gesehen habe und da mit ein bisschen Druck gegengehebelt habe am Ende. Ein bisschen wie beim Brot schmieren. Nicht zu viel, auf gar keinen Fall. Wir wollen ja jetzt nicht höher werden, als wir eh schon sind. Also wirklich nur, wo komme ich denn hin? Hier. Wirklich nur ganz wenig und dann gut raufdrücken. Mal eben mit dem Finger über die Fugen. So, eigentlich müssen wir jetzt hier was Schweres irgendwie raufstellen. Ja, das ist so fast bündig, das ist okay. Und dann ist der Drops gelutscht. Kann man am Ende nochmal rüberschleifen, wie auch immer. Und jetzt gehe ich wieder zum anderen Platz und mache den Rest. Ihr bekommt wieder einen Zeitraffer. Kleber alle. Schade, ich habe gehofft, dass es reicht. Es ist nur dieses kleine Mini-Stück da und die Wand hinter euch. Also es ist wirklich nur ein Hauch. Ich glaube, jetzt habe ich ein Stück zu flüssig angemischt. Egal. Fertig. Ich habe jetzt die Wand hinter euch noch gemacht. Ich sehe aus wie so ein Bauarbeiter, ey. Ein bisschen sportlich. Ich habe hier... You serious? Ich habe die Kollegas hier mal eben rausgeschnitten, diese kleinen Würfelchen, weil unser Trimmer, wie auch immer das Ding heißt, Simmer? Weiß nicht, ich glaube Trimmer. Habe ich rausgeschnitten, dass unser Kunststoffding da wieder reinpasst. Schauen wir doch nochmal, ob das jetzt besser passt. So, El Raketo ist angeschmiert. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst davor. Ich hole gleich nochmal eben Klebeband, damit ich hier die Dichtungs abkleben kann, dass da kein Kleber drauf ist. Ich will das nicht verkacken. Also ich klebe da jetzt überall Fliesenkleber hin. So viel wie geht, innen als auch außen. Und drück den dann richtig rein. Es darf ja keine Luft sein, also gar keine. Und ich probiere das so geil wie möglich jetzt zu machen. Ich glaube, ich lasse die Kamera fast laufen, obwohl... So sitzt er drin. Da muss das alles vollgeschmiert werden. Wish me luck, my brothers. Oh Gott, das war ja viel zu viel. Scheiße. Scheiße, ich muss noch einen Kilometer weiter runter. Alter, ey, ich komme gar nicht so weit runter jetzt. Ich hab da so viel Fliesenkleber. Ja, da ist so viel Fliesenkleber reingedrückt. Was mache ich denn jetzt? Der rausholen weniger und dünner anrühren. Dünner? Na, aber das ist so langsam ist hier. Endstation. Alter, ich krieg den gar nicht mehr raus. Oh. Ich hab auch echt Angst, ihn kaputt zu machen. Ich geh jetzt hier einmal mit der Kelle unten durch und ziehe mal so ein bisschen was weg. Wie gut, dass ich die Dichtung abgeklebt habe, ey. Wenn so ein Hauch runterkommen. Oh, ich werde mich hassen, wenn ich diese Videos angucke, weil ich so viel laber. Ich hasse meine Stimme. Na komm. Oh, jetzt kommt nämlich das Entscheidende. Die Waterwave. Ich habe zu Joel schon gesagt, wenn man Fliesenkleber essen würde, würde ich es machen. Oh, das ist nicht
nicht ganz so geil. Genau, dass der jetzt vorne hier nicht gerade ist, parallel zur Wand, ist klar. Weil dann müsste die Wand ja auch hundertprozentig gerade sein. Also kommen wir unten bündig und oben gucken wir jetzt ein Stück raus. Das ist wirklich aber nur ein Hauch. Und da jetzt hier Fliesenkleber ist, ich ummantel das gleich nochmal, dann ist das überall bündig. Genauso wie ich das hier oben gemacht habe. Ich bin heilfroh, dass ich das hier abgeklebt habe. Sonst wäre das eine völlige Katastrophe gewesen. Die Dichtung wäre voll, die Schraubenlöcher wären voll. Das wäre alles voll mit Fliesenkleber gewesen. Das hat wirklich geil funktioniert mit dem Kleben. Das war echt eine richtig gute Idee. Ich betrachte heute mal meine Maloche, die ich hier gestern vollbracht habe. Also das ist das gute Stück hier. Jetzt mal im Hellen. Ich brauche selber mal den Bildschirm. Also es sieht soweit ganz gut aus. Der Joelle ist damit auch sehr zufrieden. Das freut mich natürlich am meisten. Was ich auch noch mache, ist das hier gleich nochmal trotzdem grob abschleifen. Weil überall sind trotzdem noch so kleine Hügel. Und wir wollen es ja auch schön glatt haben, weil das ist ja relativ rau. Und wir wollen es ja so wie hier haben. Also es geht nicht darum, jetzt die Beulen auszufräsen quasi, sondern eher um eine glatte Oberfläche zu schaffen. Wie ihr hier in dem Zeitraffer seht, ich liebe es, mich neu einzurichten und ich finde, es ist mit einer der wichtigsten Sachen auf der Baustelle. Ordnung und Sauberkeit, und das kannst du nur erreichen, wenn du jeden Abend alles abbaust und jeden Morgen wieder neu aufbaust. Ich schleife heute die Ränder hier ab. Dann kümmere ich mich nochmal um den Skimmer, nicht Skipper oder sonst was. Skimmer heißt der. Da kümmere ich mich heute noch drum, wie gestern, weil morgen soll schon die Poolfolie kommen und dann wäre der Pool tendenziell schon fast fertig. Ich habe den Rand abgeflext, sieht richtig geil aus. Ja Mann, der Pool wird langsam. Der Pool wird so langsam. Richtig, richtig nice. Wir haben hier unser Rohr, was zum Skimmer muss. Jetzt haben wir hier unseren 90-Grad-Winkel. Joel hat das irgendwie einen Fachbegriff genannt, ich weiß es nicht mehr. Der kommt hier direkt unter den Skimmer. Theoretisch. Dann kommt noch ein Einzelrohr. Da schneide ich ein Stück von ab. Das kommt hier ran. Dann kommt noch ein 90-Grad-Bogen, der dann uns nach hier führt. Und da das hier eine Neigung von 15 Grad etwa hat, das heißt, dass wir jetzt dieses Rohr hier nehmen. Das Rohr ist genau zu behandeln wie ein normales Rohr. Das ist ja quasi eher ein Schlauch. Aber es hat die gleichen Eigenschaften, das ist ganz geil. Jetzt buddel ich hier einmal alles frei noch, damit ich hier überall hinkomme. Die Folie klappe ich gleich einmal hoch. Also, ich habe jetzt unten meinen Winkel daran gesetzt. Jetzt schneide ich 8,5 cm. Denn wir können das Rohr hier auf den Winkel 4 cm reinstecken, bis quasi Anschlag, und so soll es sein. Jetzt lasse ich geplant einen Zentimeter zwischen den Winkeln vom Rohr rausgucken und habe jetzt 8,5 angerissen. Also einfach aus dem Grund, gerade wird es wahrscheinlich sowieso nicht, weil es ein Rohr ist und nicht das Tigersäge schneide. Und es muss nicht hundertprozentig in diesem Winkel drin sein. Wenn das jetzt nur 3 cm drin ist, ist das völlig okay. Hauptsache, das hat keine Ahnung, Hauptsache es ist nicht nur 5 mm oder so drin. So, ich schneide das hier mal eben zu. Mal eben mit der scharfen Klinge, im besten Fall, über die Kante, dass wir eine schöne Oberfläche und eine schöne Kante haben. Der passt und der passt auch. So, das meinte ich mit dem Luftlassen hier. Fast 1 Zentimeter, also wie ich schon geahnt habe, gerade wird es nicht. Und es reicht absolut. Wir grundieren das mit diesem PVC, UC, was auch immer, ABS. Wenn wir grundieren und es dann zusammenstecken, kriegen wir es nie wieder auseinander und es ist nicht dicht. Also steckt das vorher alles zusammen, zeichnet euch das an, wie ihr wollt, markiert euch das, grundiert es dann, wenn alles passt, und dann klebt ihr den Kleber rein und steckt es nicht vorher zusammen. So, das ist unser Kleber. Der ist wohl richtig bodenlos teuer. Also alles davon ist richtig teuer auf jeden Fall. Gut, dann mache ich das erstmal alles fertig, zeige euch dann nochmal, wie es aussieht. Und dann grundieren wir das, stecken es nicht zusammen, kleben das dann direkt und stecken es dann zusammen. Wenn ihr ein Rohr habt, so wie eben wie bei mir, dann schiebt das einfach auf irgendeinen runden Stab oder auf einen geraden Stab, so wie hier jetzt von der Schaufel. Jetzt ist der relativ gerade, so kann ich angenehm messen. So, ich habe schon Mecker bekommen, dass ich zu viel laber. Ich mache das jetzt kurz. Die Rohre sind soweit fertig. Ich klebe das jetzt zusammen. Ich reinige das erst. Und dann nehme ich einfach mit dem Finger so einen Schluck und ziehe das da quasi rein.
Oha, das klebt schon ganz schön gut. Und ich mache das jetzt in Stückweise quasi. Also ich mache 2 einzelne Teile. Einmal das vom Skipper. Um den Skimmer, nicht Skipper oder sonst was. Skimmer heißt der. Und das Rohr vom alten bis zum Skipper, ist ja klar. Ich habe gerade angefangen, die Platten hier zu verlegen. Super simpel. Es ist einfach Nut und Feder, die aneinander gelegt werden. Es ist überhaupt nichts Aufregendes, es ist nichts dabei. Macht das wie Bodenlegen. Das letzte Stück, was ihr abschneidet, legt ihr vorne wieder hin. Messt euch vorher mal eben kurz, wie groß der Pool ist. Schaut dann, wie viel Verschnitt ihr habt, wo ihr Verschnitt habt. Ja, es wird mit Panzertape einfach nur mal eben zusammengeklebt. Wenn da irgendwelche Unebenheiten im Boden sind, egal, da kommen zig Tonnen, 1000 Tonnen Wasser rein. Das drückt das alles runter und dann ist das alles perfekt. Braucht ihr wirklich gar keine Angst vor haben, wenn ihr das macht. Ich habe exzellente Neuigkeiten bezüglich Pool. Leider nicht bezüglich des Wetters in Deutschland. Der Pool ist komplett eingepackt von außen. Wir haben jetzt noch hier kleine Schlitze, aber da unten ist komplett Isolierung drin. Das hat Luke alles gestern fertig gemacht. Da muss jetzt nur noch Panzertape auf die ganzen Fugen geklebt werden. Den Skimmer hat Luke da hinten ja auch eingebaut. Der Firma hat telefoniert, die hier die Folie für den Pool machen. Und die Folie ist fertig. Heute ist der, ich glaube, 19. Dezember 24. Und das bedeutet, dass wir tatsächlich dieses Jahr den Pool theoretisch noch fertig machen können. Morgen. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob wir das machen morgen, weil aktuell drehen wir auch noch das Fliesenvideo und das bedarf so viel Zeit, deswegen weiß ich das noch nicht so genau. Aber wir kriegen ja nicht nur eine neue Folie, sondern wir kriegen ja auch noch hier diese ganze neue Anlage. Und bevor wir jetzt diese Anlage abbauen, weil die wird auch morgen neu gemacht, werden wir jetzt einmal die Pumpe mit Wasser befüllen und die Rohre einmal testen, damit wir sicher sein können, dass die auch funktionieren. Weil bevor wir das nicht wissen, können wir nicht das, was Luke jetzt am Skimmer alles gemacht hat, können wir nicht einfach zukippen, weil sonst ist ja irgendwann eine Undichtigkeit und der Pool läuft einfach immer ab. Es wäre natürlich äußerst unangenehm, wenn wir die Terrasse dann machen und das Wasser mal abläuft. Ihr seht es jetzt gerade nicht, aber Luke primert jetzt gerade hier mal die Pumpe, die alte. Was ist eigentlich Primern, Luke? Also ich habe das jetzt hier auf Kanalisation gestellt, weil alles andere würde keinen Sinn machen. Dann würden wir im Worst Case einfach durch die Rohre jetzt hier durch die beiden Düsen, oder durch die 4 Düsen, das einfach wieder in den Pool reinpumpen. Das wäre ja blöd, oder? Das wäre doof, in der Tat. Deswegen, hier ist jetzt noch dieser alte Kasten, der wird ja ersetzt. Aber schraub mal bitte die unteren beiden rein, genau den und den. Oh, ich habe Angst. Und jetzt, gehe ich mal auf Hand. Ach, warte mal. Die oberste war nicht drin. Wir brauchen ja 3 Phasen zum Drehen. Joel steht jetzt drüben und ja, ich glaube, das haben wir jetzt gesehen und aktiviert quasi die Pumpe. Der pumpt jetzt das Wasser und wir versuchen jetzt die Rohre quasi voll zu machen, dass keine Luft mehr da ist. Und wir sehen ja jetzt, wie das Wasser kommt und geht und wie das Wasser vor allem auch weniger wird. Das ist ein gutes Zeichen. Jetzt wird es wieder mehr, ist auch okay. Hauptsache wir kriegen, jo, das ist gut. Genau das wollen wir haben. Diese Luftbläschen, die wir aus den Rohren rausbekommen. Ich habe die Rohre, jo, Luftblasen kommen immer noch. Ich habe die Rohre jetzt hier vernünftig verbunden. Ich habe sie eingeklebt. Ich habe unten am Skimmer ein Problem gehabt. Und zwar habe ich den Kleber aufgetragen und habe am anderen auch schon den Kleber aufgetragen, weil ich dachte, ja komm, der wird ja nicht so schnell hart. Der wird aber in 30 Sekunden bildet der quasi eine Schicht und dann kannst du die Rohre nicht mehr ineinander stecken. Oh, das war ein Riesenfilm. Ich musste das alles aus dem Skimmer wieder rausdrehen. Ich musste neues Dichtungsband da ins Gewinde drehen. Musste das alles schleifen, den Kleber darunter ziehen. Das hat fast 45 Minuten gedauert. Wir haben jetzt noch Wasser reingekippt und es kam leider aus dem Skimmer rausgelaufen. Das heißt, auf jeden Fall das Rohr ist voll. Bis hierhin jetzt. Wir wissen jetzt nur nicht, ob die Pumpe jetzt es schafft. Oder also ob sie es schafft, es da hoch zu pumpen, oder ob man die jetzt noch mehr primern müsste irgendwie, dass er hier durch den Filter geht. Also ich mache es jetzt einfach mal nur auf Kanalisation nochmal. Das Ding lässt sich erstaunlich gut drehen dafür, dass es schon 30 Jahre alt ist. Mache ich nochmal an und wir gucken noch, was passiert. Hä? Was sind alle drin? Was hat der jetzt für Spaßigen? Aber wenn ich es dann loslasse, dann werde ich es wieder ausmachen und dann steigt er bei dir auch wieder. Genau. Das heißt, wir bräuchten eigentlich einen höheren Wasserspiegel hier. Ich will aber eigentlich nicht in die laufende Pumpe das reinkippen. Guten Morgen, es geht weiter in Sachen Pool. Dafür geht die Tür nicht zu. Hä?
Schade. Also gestern ging sie noch zu. Vielleicht muss ich da mal irgendwas machen, ne? Ich fahre jetzt los und gehe mit dem Anhänger und dem Auto die Plane für den Pool holen. Und auch die Pumpenanlage. Ich denke, mit der Pumpenanlage machen wir noch ein eigenes Video, weil sonst wird das Poolvideo einfach viel zu lang. Geiler Nachname, Klotz. So heißt der Laden hier auch. Und hier holen wir jetzt unsere Poolfolie ab. Der Babossi durfte leider nicht mitkommen. Sind, das ist ja. Also ich kenne das immer. Made in China. Geil. Wie werden die denn gelebt? Und wie findest du es? Ich finde es ziemlich cool. Ich muss jetzt hier erstmal einen Snap machen. Klar. Wir haben ja jetzt hier diese Pumpe und eben dieses Vlies. Habe ich jetzt gerade noch mal gefragt, wie man das dann wirklich im Pool auch fixiert. Das zeigen wir euch natürlich alles. Aber ja, fahren wir erstmal nach Hause und starten. So, also ich habe jetzt auch noch mal gefragt, ob ich die Firma erwähnen darf. Und ja, darf ich. Also Firma Klotz in Delmenhorst. Wirklich gute Leute und sehr hilfsbereit und beeilen sich auch wirklich mit allem. Diese Folie haben sie uns jetzt in 2 Wochen fertig gemacht. Ich meine, wir haben auch Winter, da bestellt keiner einen Pool, außer uns. Aber im Normalfall sagen die halt so 6 bis 8 Wochen für eine Poolfolie. Also solltet ihr mit eurem Poolprojekt auch früh genug anfangen, beziehungsweise die Folie bestellen. So nämlich. Wer hätte gedacht, dass am 20. Dezember nochmal so die Sonne scheint? Wir sind noch in Deutschland. In Norddeutschland.